Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sports. Heute machen wir eine Bike- und eine Fahrervorstellung. Neben mir habe ich den Maxi Scheck, der kommt aus Wangen im Allgäu. Und der wird uns was über sein Motorrad erzählen. Das ist eine BMW F900 GS. Wo wird er gebaut? Berlin. Okay, F900. Wie viel Kubik? 895, 900, irgendwas um den Dreh. Und zu wenig Leistung, oder? Viel zu viel. Viel zu viel, hätte ich auch gedacht. Für was ist das Motorrad eigentlich gedacht? Also ursprünglich war das, glaube ich, mal gedacht so als typische GS. 50-50 Gelände, Straße. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen Richtung 0 Straße und 100% Gelände optimiert. Und warum hast du das gemacht? Weil ich damit Rennen fahre. Wie kommt man da drauf? Ich meine, es gibt ja, ich weiß, die sind jetzt gerade am Pleite gehen, aber es gibt ja KTM, es gibt GasGas, es gibt Husqvarna, es gibt Sherco, es gibt Mototail. Einiges. Warum nimmt man dann das fette, dicke BMW? Ja gut, das wurde mir halt irgendwie ein bisschen in die Wiege gelegt, sage ich jetzt mal. Mein Opa früher viel mit BMW unterwegs gewesen, mit den großen Boxer, also das, was du jetzt im Prinzip machst. Ich glaube, daher sind wir auch relativ schnell ins Gespräch gekommen, wir zwei. War damals sehr erfolgreich unterwegs auf BMW, auch viele andere Marken, da gab es ja noch mehr deutsche Marken, Maiko zum Beispiel, auch sehr, sehr gute Hersteller von damals. BMW gibt es halt heute noch und ja, so kam ich ein bisschen dazu, das Ganze aufrechtzuerhalten. Also quasi nichts dazugelernt. Wie meinst du? Habe ich jetzt nicht verstanden. Man könnte es viel einfacher haben. Ach so, ja. Aber es ist schon, es ist geil. Aber es ist schon ein wenig so zurücksetzt in die Zeit. Jeder, der sich halt einfach eine KTM EXC kauft, die bauen die massiv um, die bauen andere Räder rein, lassen das Fahrwerk überholen und machen sich ein anderes Dekorkit drauf und der Lenker wird gewechselt. Genau. Und früher, ich habe einige Sachs-Motorräder zu Hause, das ist kein Rahmen gleich, da sind ganze Rahmen gebaut worden, Rond und Co. Und die haben den Motor eingepflanzt und das waren noch richtige Enduristen, die haben ihr Motorrad nicht selber gebaut und das kennst du von deinem Opa so, ne? Also ursprünglich ging es ja mal los, da gab es keine Geländemotorräder. Wenn du gut aufgestellt warst, dann hast du dir Stollenreifen leisten können, dann hast du vielleicht noch einen hochgezogenen Auspuff gehabt und der Kotflügel höher gelegt. Und den war das Geländemotorrad. Den Rest haben die Individualisten selbst gemacht. Die haben jemanden in der Bude gekannt, also in irgendeiner Fabrik. Und der hat dann irgendwas geklopft und gebaut und dann ist das verbessert worden. Und dann hat nicht nur der Fahrer den Sport gelebt, sondern ein ganzes Team. Also ich meine, da muss ich immer mein Team Danke sagen. Ich habe das bei dem Dakar-Video gesehen. Die ganze Nachbarschaft war in der Werkstatt und alle Freunde, die ich habe, und haben geholfen. Sonst würde es das nicht geben. Und das war damals normal. Ist es aufwendig gewesen, das Motorrad für den Sport vorzubereiten oder hättest du es auch so fahren können? Also das erste Rennen bin ich eigentlich relativ im Originalzustand sogar gefahren, weil es recht kurzfristig war. Und was man natürlich auch sagen muss, für das Motorrad gibt es so im Zubehör eigentlich nichts zum Kaufen, zum das in die Extreme umbauen, wie ich das jetzt habe. Vor allem zu der Zeit. Jetzt inzwischen gibt es immer mehr Sachen. Genau, so bin ich also quasi das erste Rennen eigentlich fast im Originalzustand gefahren. Hat genauso funktioniert, also es geht. Aber man kann natürlich vieles optimieren, sage ich jetzt mal. Ja, das ist so, das stelle ich ja auch fest, Original GS, Features SWT. Du kannst mit jedem Motorrad dahin fahren, wo ich auch hinfahre. Das geht mit jeder GS. Ja. Die gingen früher, die sind durch die Wüste gefahren, alles. Aber um den Kelch zu bekommen, für zu Hause, für die Vitrine, da muss es ein bisschen schneller sein. Und da darf man keine Nachsicht haben, wenn jemand der Original-Bike nimmt und macht es mit anderen Federelementen, größeren Rädern, schmäleren Felgen und vernünftiger Bereifung, in dem Fall Stolle. Jeder fährt von euch einen Winterreifen im Winter und wir brauchen halt Stollenreifen für Gelände. Genau. Was hast du noch alles gemacht? Oh, also die Liste ist lang. Wir haben massiv Gewicht abgespeckt. Also das war Sieht so. man, ja. Der Unterschied zwischen GS und Straßenversion. Ja, also ich sag mal, im Gelände ist, das hat mein Opa früher auch schon mal gesagt, lieber 5 Kilo weniger und dafür auch 10 PS weniger. Also Leistung haben wir auf jeden Fall genug. Gewicht natürlich auch. Das heißt, ich habe geschaut, dass wir einfach das Gewicht runterkriegen. Eingangswiegung von dem Motorrad war original bei 219 Kilo. Bin jetzt bei 190. BMW Motorrad baut dieses Motorrad ja für jedermann. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Richtig. Und das Motorrad wird, auch wenn die Influencer das anders da zeigen, maßgeblich auf der Straße bewegt. Das Muss ist so. man davon ausgehen, ja. Und der Shodan-Teil ist recht gering Ja. und dafür machen die wirklich auch das Beste.
Auf jeden Fall. Also dafür funktioniert das Motorrad. Aber man möchte sich als so eine renommierte Marke auch aber Erfolge auf den Hut schreiben. Und das funktioniert dann irgendwann mit dem Serienzeug nichts mehr. Und dann fragen sie so Leute wie dich, die auch neben dem Fahren auch nochmal einen Schraubenzieher bewegen können. Und da hast du halt den Erfolg, dass ihr eine Werkstatt zu Hause habt. Schrauben kann ganz viele, aber dann auch das richtige Ersatzteil von irgendeiner fremden Marke zu finden, ist ganz schwer. Und da habe ich mich mit einem Opa mal unterhalten gehabt. Die haben ja Räder aus dem tschechischen Block geholt, weil da die Felgen besser waren. Ja. Haben die Gabel von der Firma Maiko, die hat ja auch nicht zu BMW gehört, und haben aus 3 verschiedenen Motorradmarken eine Front gebaut. Ja. Und in dem Fall haben wir hier das Gleiche. Die Gabel entspricht, wie du ja in deinen Umbauten auch machst, ich glaube, das können wir auch sagen, ist eine WP-Gabel, ursprünglich aus einer KTM. Da ist natürlich einiges angepasst, das auch in dem Motorrad. Aber hier ist das Mittel zum Zweck. Das ist eine Gabel, für die gibt es sehr viele Ersatzteile und daher ist es auch dafür ideal. Genau. Und wer die Suchmaschinen bedient, der kann ja mal den Simo Kirse googeln. Also ich meine, der hat ja damals schon 50er WB-Gabeln drin gehabt. Ja. Also 2,5 war das sowas, ne? Wo der da rumgefahren ist. Und ich habe mit dem Simo ein sehr gutes Verhältnis noch und ich sehe in dir irgendwie so einen kleinen Typen, der so ein bisschen, ich weiß nicht, in die Fußstapfen, ist immer schwer zu sagen, aber es sieht wenig so ähnlich aus. Und das finde ich total cool, ne? Also ich finde es toll, dass jemand das versucht mit so einem schweren Motorrad. Und das ist auch die Synapse zwischen uns beiden. Ich habe halt auch damals den dicken Boxer genommen, wo halt alle normale Motorräder gefahren sind. Und normal kann jeder, ne? Und habe mir damit einen Namen gemacht. Und ich habe es oft aufs Podium geschafft, aber man braucht das gar nicht unbedingt. Man muss einfach nur mitfahren und schon ist man der Held der Zuschauer. Und es ist natürlich auch für eine Serie wie die GCC eine Riesenbereicherung, wenn sie solche Motorräder im Starterfeld hat, die nicht von der Serie sind, nicht von der Stange. Und da gibt es ja ganz wilde Umbauten auch bei euch, ne? Ja, da gibt es, also gerade einer, wo mitfährt, sehr inspirierend für mich, finde ich. Der hat so eine alte Kawasaki genommen, 2 Zylinder, luftgekühlt und hat sich quasi selber mehr oder weniger einen Rahmen drumherum geschweißt, ein eigenes Fahrwerk rein. Schaut wild aus, das Ding. Wahnsinnig leicht. Leistungstechnisch hat er einen kleinen Rückstand, aber also da gibt es echt Leute, die bauen da ein paar wenige, die sich wirklich selber was von Grund auf aufbauen. Was echt auch geil ist, muss man echt sagen. Ja, da muss man einen Hut einfach davor ziehen. Ja. Und man braucht das nicht, aber die wollen es, sonst würden sie es nicht machen. Die haben da, also das finde ich auch cool an der Klasse, kommen immer mehr dazu, wo da einfach auch Bock drauf haben, sich selber ein Motorrad zu bauen. Was ja auch bei mir ein bisschen so der Hintergrund war. Ich habe nicht gesagt, ich will jetzt ein Motorrad kaufen, mit dem ich fertig wie es ist fahren kann, sondern das war schon auch ein bisschen die Inspiration selber zum Gucken, was kann man aus so einem Motorrad rausholen, was geht, was kann man machen. Ich schraube, glaube genauso gern, wie ich Motorrad fahre, das muss man auch sagen. Und ja, habe da echt auch einen Spaß dran gehabt, das Motorrad umzubauen. Wie alt bist du jetzt gerade? 24. 24. Ja, das ist genau das richtige Alter für so einen Schmann, ne? Ja, wobei ich schon eigentlich sehr, sehr jung bin. Tatsächlich auf den Adventure-Motorrädern bin ich eher ein Jungspund. Und jetzt hast du ja dadurch, dass du einen langjährigen BMW-Betrieb zu Hause hast, hast du ja einiges mitgekriegt. Jetzt bist du so ungefähr in dem Jahr geboren, als die HP2 rausgekommen ist. Ja, ein paar Jahre davor. Aber du hast vorher das Simo Kirse angesprochen. Das hat mich, also seit ich dann so, ich sag mal, mit 4, 5 Jahren, das ist dann so das Alter, an dem man sich dann später mal noch dran erinnern kann. Ich kann mich noch gut daran erinnern, der Simo Kirse, die HP2, wie das damals alles gelaufen ist. Mein Vater ist selber mit der HP2 Rennen gefahren. Und ja, gerade daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen die Begeisterung für das Ganze. Ganz klar. Ich wünsche mir ja manchmal die 80er zurück, ne? Ford Capri, Manda und Rockbands. Ich auch. Und wünschst du dir manchmal so die HP2 zurück? Würdest du sowas fahren, wenn heute sowas auf dem Markt wäre? Ah, sofort. Ja. Warum? Weil es ein Boxer ist oder weil es ein geiles Motorrad ist? Oder was hat dich so gereizt? Der Boxer. Das macht schon aus. Also an alle. Wir haben jetzt hier BMW, ganz klar, ist geil, aber so das i-Tüpfelchen wäre natürlich das Ganze nochmal mit dem Boxer zu machen. An alle da draußen, also eine HP2 ist geil, ist total geil, aber heute sind die Motorräder so teuer, muss man echt sagen, so teuer, und die Ersatzteile sind so schwer zu kriegen, da verstehe ich jeden, der es nicht macht. Ja? Ganz klar. Ich ziehe da immer einen Hut vom Jörg, wenn wir jetzt zum Motos Matata gehen und der benutzt die HP2 einfach noch, wie sie gebaut worden ist. Ja. Aber da muss auch das Portemonnaie passen. Ne? Also das haben wir ja gesehen, am Boxertreffen waren 3, 4 da, wo ich echt dachte, das ist ja wie ein Traum. Also das kann eigentlich gar nicht sein. 4 so Motorräder auf einem Haufen, alle fahren damit im Dreck rum.
Dafür gibt es das Hätte ich nicht Boxertreffen. erwartet. Auch der Jiri mit seiner KTM, mit dem Umbau. Ja. Genau dafür ist es da, Oberteil. für uns Exoten, um uns da einmal im Jahr treffen zu können. Ja, also da müssen wir eigentlich uns mal die Daumen drücken, müssen hoffen, dass vielleicht irgendwann mal aus München, Berlin, München, noch einmal ein vernünftiger Boxer kommt. Vielleicht hören die uns zu und vielleicht erfüllen die uns die Wünsche. Wäre ja schön. Was ist für heuer geplant für dich? Also für mich, ich werde auf jeden Fall wieder an der GCC an den Start gehen. Natürlich mit dem Ziel, jetzt das 3. Mal in Folge zu gewinnen. Letztes Jahr bin ich auch die Hellas Rallye gefahren in Griechenland. Das hat so viel Spaß gemacht mit dem Motorrad. Also da möchte ich jetzt in diesem Jahr auch noch mehr angreifen. Einmal die Tuareg Rallye Ende März, dann die Dinarec Rallye in Kroatien. Genau, Olympia Rallye in Griechenland. Da ging es bei mir eigentlich los, das Rallye-Fahren. Also Gehen wir nochmal zur GCC zurück. Das ist die German Cross Country. Finden tut man das GCC Racing. Und da gibt es auch die Termine, 6 Termine. ja, In Mitteldeutschland ist das alles. Also eigentlich alles ja. recht schön verteilt. Ja, also es ist von überall erreichbar. Und wenn ihr, ich sage es mal, uns mal sehen wollt, könnt ihr da vorbeischauen. Ne? Manuel haben wir auch geredet, der ist dieses Jahr am Start. Das freut mich sehr. Ja, ich komme dann mit meiner alten Kutsche und fahre euch ein bisschen hinterher. Ne? Dann schreibt uns was nochmal. drunter, wenn ihr Fragen habt. Meldet uns, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok, Tinder und wo auch sonst. Macht die Glocke an. Wir danken euch. Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, dass wir hier sein durften und wird noch mehr kommen, auf jeden Fall. Jetzt wird's dreckig. Bis bald. Ciao. Geil war's. Nächstes Mal machen wir es im Hellen.